Hallo und willkommen zu Lonestar. Wir spielen the Mond. Ja, wir müssen immer noch schauen, dass wir irgendwie zum Reaktor kommen. Genau. Wir brauchen unsere Drohne. Wo sind wir hier? Hier geht's doch. Hier sind irgendwelche gebouldert und sind hier oben dann angekommen. Trainieren. Muss man bei den niedrigen Gravitation, damit die Muskeln nicht so sehr abbauen. Ein Alon. Kein Gemüse. Oder Obst. Sarah Baker. Acht, 6, 6, 2. Reactor capacity at 3%. We're running out of time. There has to be something we've overlooked. We've checked the entire system. If we don't find a way in soon, Earth's lost. Sarah, it's a wasteland already. Look, I know. We messed up. For centuries. But the MPT can buy us the time we need to make it right again. I'd like to believe that. We all believe it, Isaac. That's why the WSA exists. Or whatever's left of it now. What do we tell the people back on Earth? It wasn't supposed to be like this. MacArthur ordered everybody to load the helium in monorails and evacuate. Said the reactor was dangerous. And people followed him? They followed orders, but some didn't trust him. They resisted. It escalated. There was fighting. He even crashed a monorail. What about the ASEs? MacArthur weaponized them. He could overload their safety limiters. But why? Why would he turn them on our own? He's a practical man. Never forget this about William MacArthur. He won't bat an eye so long as he thinks he acts for the greater good. The greater good. So that's what we'll tell them back on Earth. Our colleagues gave their lives for the greater good. The greater good. Whatever that is. The greater good. With only a small amount of fuel left inside the reactor, uncertainty creeps in and sparks a discussion about Earth. Isaac is finally ready to talk about what went down at the Tombow facility when the outward plan was executed. Recorded 4th October 2054, 11 days, 17 hours and 48 minutes after the blackout. Na, hier kann man trainieren. Naja, aber wir wollen nicht zu viel trainieren, ne? Da haben wir noch einiges vor uns. Aha.
Ah. So. Jetzt muss ich das wieder umstecken, aber ich komme hier ja nicht rein. Bitte erzählt mir nicht, dass ich da wieder durch muss. Ups. Was ist denn das? Kugelschreiber? Nee, Zahnbürsten. Echt jetzt? Der kann mir vermutlich nicht helfen. Hm? Ich glaube, der kann das Ding nicht rausziehen und in das andere reinstecken. Ah ja, wir dürfen nicht zu weit weg. Och nö. Tür. Also das hätte ich jetzt gut gefunden, wenn es hier jetzt eine Abkürzung gäbe. Gibt es hier echt keinen anderen Weg rein? Mist. Vor allen Dingen weiß ich auch gar nicht, wie ich wieder zurückkommen soll. Vielleicht übersehe ich irgendwas. Können wir jetzt hier irgendwie die Power umstecken? Ah, super. Also wir nehmen uns erstmal das Ding wieder. So, hier doch. Halt. Entschuldigung. So. Und hüpf. Ja, AZ ist auch schon hier. Halt. Portal offline. Ich glaube, draußen kann ich das Ding nicht einfach reinstecken. Hm? Dann müssen wir uns den Wagen wiederholen. Oh, hier ist nochmal eine Leiche. So. Hier doch. Da ist schon offen. Sehr schön.
Dann einmal nach oben, bitte. So. Und... Jetzt hoffen wir, dass hier keine von den Drohnen mehr sind. Control Center. Ah, wird auch jetzt ein bisschen ruckelig. Vielleicht müsste ich das Spiel auch mal wieder neu starten. Was denn hier passiert? Da ist ein Monorail reingecrashed. Ja, also es lief die ganze Zeit besser. Aber ich glaube, die Folge machen wir noch fertig. Ah, hier war wohl Zähneputzen angesagt. Zähneputzen, pullern und ab ins Bett. AZ, keeping memories safe. Reactor capacity at 1%. We have to get in now! I'm out of options. I've tried everything I know. Think! It's about to overload! Wait, didn't you say MacArthur overloaded safety limiters? Why are you talking about Alex, isolate encryption sequence 17B on the grid. Reactor capacity at 0.5%. Got it! We're in! Now what? There's an emergency shutdown! Reactor deactivating. It worked! The reactor's stabilizing! We're not done yet. The reactor hasn't been able to send the energy anywhere, so... PT overloading. Relief pressure immediately. The reserves are about to burst. We have to release the energy. How? A temporary transmission should send the... It's quiet. Finally. The reactor. Is it safe? It is. But the force has moved the MPT dish off its alignment. How bad is it? Can we realign it? The controls are up in the tower. But let's see if there's any helium left first. On the brink. Desperate, Sarah uses an unconventional method to access the reactor controls. Isaac reacts swiftly and shuts down the reactor before it can destroy Tombaugh. Still, danger persists as the reactor's power has filled the MPT's battery beyond its limits. Isaac activates a brief MPT transmission, but the build-up energy is released with such force that the MPT dish is knocked off its alignment. Recorded 5th of October 2054, 12 days, 12 hours and 60 minutes after the blackout. Ah, hier haben wir den ersten Teil. String Alex. Da sind wir noch nicht. Machen wir eine Diagnose. Helium 3 brauchen wir. Network is offline, not outgoing MPT signal. MPT reserves close to overload. Helium 3 required.
Check the storage area for Helium-3. Breaking into reactor. Hier ist der Reaktor wohl. Was hat man denn hier? Sieht aus wie eine Gravity Gun. Ah, ein kleiner Helm. Die Raketen. Oh, noch eine Leiche. Storage. So, Vorsicht, rutschiger Boden. Das hört sich so nach viel Wasser an. Gibt's hier einen Teich? Ja. Ja, der übliche Witz. Marco. Hallo. Was haben wir hier? Evacuation. East and West units cover the east and west sides of Tombow facility respectively. Phase 1 is split up into 6 steps. A malfunction has occurred in the reactor. Round Tombow employees in your area. Resistance may be met with force only if absolutely necessary. West unit assembles employees to Helium-3 storage to load all remaining canisters into the designated monorails. When ready, wait for East unit. East unit leads employees to crew quarters and have them clear it out. Limit personal items to a minimum. Only essential supplies are allowed on the arcs. When ready, move to West unit. Board the employees onto the monorails. East unit escorts them to Copernicus Moon Hub. West unit splits up into evacuation crews 1 and 2. Crews 1 and 2 escort Helium-3 to Cop Moon Hub and extract Cop outposts to Reinhold Station personnel. Phase 6 2 begins approximately 3 hours after Tombow employees arrive in Copernicus Moon Hub. Upon MacArthur's order. West unit, East unit, backside, outward. Da kann ich nichts erkennen. Big Brother. With humanity's survival at stake, MacArthur left nothing to chance. Having secured a backdoor in AZ units, he kept a watchful eye on the WSA colonists from his observation center. When riots broke out in Tombow, MacArthur used the same backdoor to overload safety limiters and turn AZ units on their unsuspecting owners. Ja, das war eine ganz schön miese Aktion. Sarah Baker. Insubordinate. Performs reverse engineering on AZ. Can potentially compromise outward. Aha.
wurde also als Gefahr, ja, als Gefahr erkannt. Waste of water. People would kill for this on Earth. It's coolant. Water used for cooling the reactor. Some of the pipes must have burst. You think MacArthur left any helium? He wouldn't be so careless. But we should check, just to be sure. Go ahead, I'll join you in just a moment. Wait, where are you going? I'll assess the damage further on. See if the cooling is still operational. I'll be right back. Lost and found. Having stabilized the reactor, Sarah and Isaac head deeper into the Tombow facility. As Sarah starts looking for helium-3 to refuel the reactor, Isaac moves ahead to assess the damaged reactor cooling system. Recorded on 5th of October 2054, 12 days, 12 hours and 31 minutes after the blackout. Ja, mit dem Strom sollten wir hier jetzt im Wasser vorsichtig sein. MPT Battery. Ah, eine Quietsche-Ente. Ist ja nice. Nikki, am 16.09. Something's off. With the amount of moon rock we are putting in, we should be outputting a lot more helium-3 than what's listed on our chart. It's as if some of the helium is never registered. But that's against every protocol I can think of. Why would the Lunar Council sanction this? Hi Julia. I'll admit the numbers are off, but let's not jump to conclusions. Dr. Johansson would never allow anything to jeopardize the MPT's energy signal. He's too committed to Earth. Still has family living down there, just like most of us. I'm sure it's some kind of mistake, Nikki. Ah, von wegen. Caution, battery capacity is limited. When full, do not activate reactor. System emits excess energy violently. Please be careful. Helium Storage. Oh. Na, wieder sowas. Opening doors. All Helium-3 canisters checked out for transport. Canister C5 marked for repair. Kann ich hier irgendwas machen? Nee. Empty Helium-3 canister.
Over the years and off the record, small amounts of helium-3 were moved away from Tombaugh facility to an unknown location. Slowly but steadily, the Lunar Council amassed a sizable supply of helium-3 with which to fuel the outboard journey. When Tombaugh was evacuated and MacArthur unaligned the MPT in Copernicus Moon Hub, causing the blackout, only a small amount of helium-3 was left inside the reactor. As it ran out, the reactor would have sustained permanent, irreparable damage if it hasn't been for Sarah and Isaac. Da bricht man sich ja die Zunge. Reactor Cooling. Ist hier noch irgendwas? Oh, ich glaube, wir müssen erstmal vor. Stairs. Was passiert, wenn wir hier runterhüpfen? Na. Hier ist wieder so eine Batterie. Backup Power. Na, supi. Halt! Nicht reinstecken. Hier, erstmal ablegen. So. Wie sieht es denn auf der Seite aus? Aha. Naja. Also wir müssen es erst da drüben einstecken und dann vermutlich hier rein. Die Frage ist, können wir das mit der Drohne vielleicht verschieben, das Ding? Oder müssen wir es genau in die Mitte stellen? So. Ah! Nein! Haja! So, Batterie rein. Gut. Reboot all systems.
System not nominal. Na super. Okay, wir haben eine bestimmte Zeit, müssen es dann weiterschieben. Da können wir vermutlich durchgehen auf die andere Seite. Irgendein Laderoboter. Was ist das? Ah, Mods Computer, aber wir können ihn nicht benutzen. Da sind noch mehr von diesen Units. AZs. Sauerstoffdosen. Ah, hier geht's hinten weiter. Da kann man also wieder das durchbrechen lassen. Ja, jetzt geht's hier weiter. Eieiei. Riesenraum. Irgendwie muss man vermutlich hier das da zum Absturz bringen, um da unten durchzubrechen. Ich würde aber sagen, das versuchen wir nicht mehr heute. Machen wir an dieser Stelle lieber erstmal ein kleines Päuschen. Und ich hoffe, es hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal.